Hi, bei mir geht es heute um das Thema Weißabgleich und warum das so ein wichtiges Thema ist und wie man den Weißabgleich mit Hilfe einer solchen Graukarte hier richtig einstellen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wozu muss man so einen Weißabgleich eigentlich durchführen? Mit dem Weißabgleich bringt ihr eurer Kamera bei, welche Farbtemperatur euer Umgebungslicht hat. Ja, es ist einfach so, dass jede Lichtquelle eine andere Farbtemperatur hat. Ihr seht es selbst in meinem Shot, hinter mir das Licht ist relativ warm und die Softboxen, mit denen ich hier beleuchtet werde, sind deutlich kühler. Und selbst die beiden Softboxen, obwohl die von dem gleichen Hersteller sind, haben eine minimal andere Farbtemperatur jeweils. Und das Sonnenlicht draußen hat nochmal eine andere Farbtemperatur. Das heißt, es gibt viele verschiedene Lichtquellen und gerade wenn man Lichtquellen mischt, muss man auf jeden Fall einen manuellen Weißabgleich durchführen. Eigentlich alle Kameras haben auch so einen automatischen Weißabgleich, das würde ich aber nicht empfehlen, denn gerade bei Kunstlicht kommt der Weißabgleich dann doch mal durcheinander. Deshalb würde ich empfehlen, immer den Weißabgleich manuell durchzuführen. Und das auch nicht nur bei Kunstlicht, sondern auch bei Tageslicht, denn man benutzt ja öfters mal einen ND-Filter und die ND-Filter haben öfters mal so einen Grünstich oder so einen Magenta-Stich und den korrigiert man eben auch mit einem manuellen Weißabgleich. Wenn ihr fotografiert und da den RAW-Modus aktiviert habt, was ich nur empfehlen kann, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Weißabgleich bei der Aufnahme nicht ganz sitzt, denn im Nachhinein könnt ihr bei RAW-Fotos den Weißabgleich noch perfekt anpassen. Das gleiche gilt, wenn ihr mit RAW filmt, aber ich vermute mal, dass die meisten von euch eine Kamera haben, die nicht in RAW filmen kann. Ja, die meisten Consumer-Kameras filmen nur mit so einem 8-Bit-Codec und diese 8-Bit-Codecs beim Video sind relativ empfindlich, was starke Farbverschiebungen angeht. Und wenn ihr den Weißabgleich jetzt bei der Aufnahme versaut habt, dann ist es sehr schwer, den wieder in der Post-Production zu korrigieren. Und hier kommt jetzt diese Graukarte ins Spiel und zwar hat die ein perfekt neutrales Grau, so ein 18%iges Grau und damit könnt ihr eben perfekt den Weißabgleich einstellen. Wichtig beim Einstellen des Weißabgleichs ist, dass ihr alle Lichtquellen, die ihr auch im späteren Shot drin habt, schon angeschaltet habt. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Softboxen angeschaltet und das Licht im Hintergrund ist auch aktiviert. Von vorne kommt noch so ein bisschen Sonnenlicht. Dann geht ihr in euer Weißabgleich-Menü und bei Sony-Kameras müsst ihr dann den Menüpunkt ganz unten auswählen. Der heißt, glaube ich, Benutzer-Setup. Bei anderen Herstellern heißt das anders, aber ihr findet es auf jeden Fall im Weißabgleich-Menü. Dann haltet ihr die Graukarte möglichst bildfüllend vor eure Kamera und löst dann aus. Dann speichert ihr die Einstellung und dann sollte der Weißabgleich perfekt sitzen. Falls ihr eine Sony habt und das Profil S-Log benutzt, kann es sein, dass der Weißabgleich dann nicht funktioniert und dann so aussieht. Da müsst ihr einfach ein anderes Farbprofil umschalten und dann funktioniert der Weißabgleich perfekt. Kann sein, dass das mittlerweile per Firmware-Update korrigiert worden ist. Ich habe noch eine relativ alte Version. Ich muss meine Sony bald mal updaten. Jetzt mal kurz zu dieser Graukarte hier. Ich habe die Graukarte von Color Confidence. Warum habe ich mir die zugelegt? Der Hauptgrund war einfach die Bewertungen auf Amazon, die waren alle sehr gut. Es gibt auch welche für 6 oder 7 Euro, aber die sind dann aus Pappe. Und das wollte ich mir aber einfach nicht zulegen, weil ich bei Pappe ein bisschen Angst habe, dass es schneller kaputt geht. Und ja, die Graukarte hier kann man einfach zusammenfalten, dann nimmt ihr nicht so viel Platz weg. Finde ich eine gute Sache. Ich habe euch die unten verlinkt, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ja, das war schon wieder zum Thema Weißabgleich. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, vor jedem Dreh oder vor jeder Szene den Weißabgleich manuell durchzuführen. Das dauert 5 Sekunden und ihr habt ein deutlich besseres Ergebnis als mit dem automatischen Weißabgleich. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.